Servus Leute, was geht ab? Willkommen zurück zu einem weiteren Video. Endlich haben wir den Feuer-Ripper / Aufschlitzer bekommen. Ich bin endlich mega happy. Das war das einzige das einzige Net 4, was ich noch nicht hatte auf meinem Main-Account. Was ziemlich lustig oder frustrierend war eigentlich, muss man fairerweise sagen. Denn hat ewig gedauert. Jetzt können wir endlich ein Baum-Boss-Team bauen für Überlebenssimulation und gucken, wie gut wir ihn bekommen. Das Problem ist halt leider, ich habe keine Skill-Ups. Ja, sieht schlecht aus. Meine ganzen Skill-Ups sind leider in den Licht reingeflossen. Dadurch habe ich jetzt für den Feuer nichts und ich habe nicht so viele von den Rippers gezogen. Ich hatte ja gehofft, dass ich durch die Special Summons einige von den Rippers bekomme, dadurch, dass ich dann einfach die Skill-Ups voll bekomme. Naja, wir gehen auf jeden Fall rein und gucken mal, was wir hinbekommen. So, da sind wir auf jeden Fall bei unserem ersten Team. Also ich würde jetzt mal ihn als Lead natürlich nehmen. Je schneller wir sind, desto besser. Wir nehmen natürlich unsere Dodo-Reiterin, die 3 Standard und dann nehmen wir halt den Kapitän. Nee, Revolverheld. Bauteile, ja, also wir werden jetzt testen. Ich habe jetzt auch kein richtiges Team. 55% ist fein, weil wir kriegen 15% durch Element Advantage und nochmal 30% durch den Crit Rate Buff von ihm. Genauso auch bei ihm können wir reinschauen. Ich habe jetzt ein bisschen mehr, aber hat auch ungefähr gleich wie Crit Damage, hat mehr Attack, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ja, hat weniger Attack, was denke ich völlig fein ist. Ist jetzt auch nicht sehr schnell leider, vielleicht ein bisschen schneller wäre vielleicht sogar besser. Wir werden einfach gucken und testen. Wir gehen einfach rein. So, wie sieht der Schaden aus an sich? Okay, wir haben bis jetzt noch keine Debuffs gehabt, das ist natürlich blöd. Wäre vielleicht sogar sinnvoller, dass der Ripper als letztes drankommt. Aber ich denke, es ist auch okay. Okay, schadentechnisch sieht beim Ripper schon mal gut aus. Der macht massiven Schaden. Im Vergleich zum Revolver. Okay. Also die Rotation ist auf jeden Fall hier sehr gut. Also mit dem Turn-Cyclen, dass wir halt mit dem Revolverheld auch immer wieder Aktionsleiste dazu bekommen. Heal ist auch ganz okay. Ich würde vielleicht hier noch irgendwie die Feuernurse reinpacken. Aber dann vielleicht dann schon eher den Clockwork rausnehmen. Das Problem ist halt jetzt nur in dem Fall, dass wir dann 100%, nee, doch, wir brauchen 85% Crit Rate auf unseren Damage-Titeln, sonst machen wir natürlich nicht genug Crit. Aber momentan mal gucken. Schauen wir mal, wie weit wir kommen mit den Runden. Wird sich zeigen. Aber die sind ungefähr gleich auf. Also am Anfang hat der Ripper ein bisschen mehr Damage gemacht, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen drüber, definitiv. Normalerweise nutze ich ja die Bogenschützin, also die Scharfschützin, in Feuer. Passt in dem gleichen Team, nur dass wir den hier auswechseln mit der Feuernurse. Dadurch, dass die Scharfschützen ja den Crit Rate Buff hat, ist es deutlich besser. Was man vielleicht noch alternativ probieren könnte, ist die zwei hier auszuwechseln mit der Scharfschütze und mit der Feuernurse. Können wir danach mal probieren. Also wir lassen das einmal so durchlaufen, gucken, was passiert und dann sind wir gleich wieder da und gucken dann mal. Ja, der erste Versuch war nicht schlecht, muss ich sagen. 9,6 Millionen haben wir gemacht. Ich würde sogar dieses Team nochmal nutzen, weil ist mir was aufgefallen. Ab der 30. Runde hat man minus 30% Crit Rate. Bedeutet, die 2 Crit mit 100% nicht mehr, weil sie dann nur noch 70% haben. Bedeutet, zumindest der Revolverheld sollte 85% haben. Dadurch, dass er dann 85% hat dann 100%. Plus die 30% durch den Crit Rate Buff, hatte 130%, dadurch wird ihm ja 30 abgezogen und er ist bei 100%.
wäre es sehr, sehr gut, weil einfach wegen dem Turncycle. Weil wenn er nicht crittet, kriegen die anderen keine Aktionsleiste dazu und die Gegner oder die Teammates kommen nicht mehr so gut ran. Also ich würde natürlich versuchen, jetzt beide jetzt mal auf 85% zu bekommen, ohne so viel Verlust von Damage. Aber wir werden sehen, ob wir das hinbekommen. Aber 9,6 Millionen, ey, top. Also es hat Potenzial auf die 10 Millionen und das ist ein komplett Free-to-Play-Team. Also nice, mega gut. So, wir haben jetzt den Revolver ein bisschen umgebaut, ein bisschen weniger Attack. Dafür jetzt mehr Crit Rate, 85 habe ich jetzt versucht anzupeilen, haben wir jetzt 90, ist jetzt auch okay. Weniger HP leider, aber wir werden sehen, ob das schlimm sein wird oder nicht. Die einzige Sache, die ich jetzt noch ein bisschen überlege zu ändern, ist dem Ripper auch mehr Crit Rate zu geben. Ist in dem Fall ein bisschen schwerer. Aber ich denke, das sollte passen. Wir haben hier auch an einigen Stellen sehr viel LP mit dabei. Das könnte man vielleicht austauschen, aber da weiß ich nicht, ob ich was Besseres habe. Was die beste mit Crit Damage ist, das hier mit Crit Rate 5%. Wird nicht besser. Wird nicht besser. Nee, leider nichts mit Crit Rate und Crit Damage. Die müssen nicht hoch genug. Was man vielleicht versuchen könnte, ist auf tödlich zu gehen, aber ja. Da brauchen wir dann auf jeden Fall deutlich mehr Crit Damage. Könnten wir die hier auswechseln. Sieht nicht so berauschend aus. Naja, wir probieren es einfach mal und gucken mal, wie es läuft. So, da haben wir ein Team. Mit dem Team, was wir vorher aufgebaut haben, sind wir jetzt über 10 Millionen, Runde 63. Es läuft. Es ist noch nicht perfekt. Es braucht noch ein bisschen mehr. Also, der Ripper braucht definitiv Skill-Ups. Dodo-Reiterin ist jetzt halt in dem Fall gestorben. Es ist 64. Runde, ist normal, dass da mal dass da Schaden zu hoch ist. Aber das kann man auf jeden Fall verbessern, indem man die Dodo-Reiterin noch stärker macht. Aber das Team läuft. Let's go. Jetzt werden wir auf jeden Fall sterben, weil dadurch, dass die Dodo-Reiterin tot ist und wir keinen Attack-Debuff mehr haben und kein Defense-Break, ist das Problem, dass jetzt halt alle sterben. Das ist normal. Ich habe die Bauteile jetzt nochmal einen Ticken umgeändert und ich muss ehrlich sagen, also ich bin zufrieden. Wir haben unser erstes Baum One-Key-Team. Let's go. Let's go. Würde ich sagen. Was habe ich gemacht? Ich habe ihm ja knapp 85% Crit Rate gegeben, damit er einfach die 100% immer beibehält. Ich habe dem Ripper auch ein bisschen mehr Crit Rate gegeben und ein bisschen mehr HP, damit der auch ein bisschen mehr überlebt und auch mal mehr crittet. Hat jetzt keine 85, ich glaube irgendwas mit 70. Ja, gehen wir jetzt rein. So, nämlich hier. Wir haben dem ein bisschen mehr Crit Rate gegeben. Ich glaube 10% mehr Crit Rate hat er jetzt mittlerweile, weil wir ihn auf tödlich gebaut haben. Weniger Attack, also von 2500 auf 2300. Er ist ein bisschen langsamer geworden. Ich glaube, er ist jetzt sogar langsamer. Ja, er ist sogar langsamer, als er Revolver hält. Man kann es andersrum auch machen, aber ich glaube, das ist für mich war das besser, weil dadurch, dass er das Markieren noch macht, macht er halt noch mehr Schaden dann in dem Fall. Es ist auch komplett RNG, wie viel Schaden der Ripper macht, weil er hat ja die Passive, dass er 200% Crit Damage bekommt und das bei einer 25% schon, glaube ich. Genau, 25% Chance, alle Debuffs zu entfernen, in diesem Zug 200% Crit Damage zu machen. Genau, für jeden Debuff, den du hast, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit um 5%. Darüber hinaus heilen deine Angriffe in Verbindung mit der niedrigsten LP um 30%. Wir haben halt hier, fehlt uns noch so viel Schaden und hier fehlt hier noch so viel Schaden. Also die Skill-Ups sind auf jeden Fall noch wichtig. Wenn wir die Skill-Ups haben, wird das Team auf jeden Fall immer über 10 Millionen sein. Unsere Dodo-Reiterin, ja, also da würde ich auf jeden Fall gucken, dass man vielleicht noch mehr HP nimmt.
Der Revolver hat genau 85% Crit Rate. Ich habe dem noch ein bisschen mehr HP gegeben, weil ich habe hier das nochmal ausgetauscht und habe dann HP jetzt nochmal reingepackt. Weil der ja 90% hat und 90% braucht der nicht. Genau. Der Rest ist genau gleich geblieben. Also hier 64 Glück, bisschen HP. Die halten sowieso viel mehr aus, einfach weil es halt Feuerelements sind. Die halten einfach nur deswegen mehr aus, weil Raum gegen Feuer ist normal. Da braucht man nicht so viel HP, aber die Toto-Reiterin sollte definitiv noch mehr HP haben. Genauigkeit würde ich auf jeden Fall, ist wichtig. Schnell sein. Also da würde ich höchstwahrscheinlich noch gucken, dass ich irgendwo, weil hier haben wir Genauigkeit drin, vielleicht hier eine bessere Bauteil reinpacken. Ich meine, das ist ein sehr schnelles Bauteil, aber wir brauchen hier auf jeden Fall definitiv mehr LP. Ich weiß auch nicht, für was das eigentlich war. Genau. Also definitiv mehr HP, damit sie so vielleicht 20.000 hat. Dann wird sie auf jeden Fall viel länger überleben. Könnte sogar sein, dass wir dann die Runde 70, 80 schaffen könnten mit ihr. Also auf jeden Fall sehr, sehr geil. So, wir testen einfach mal das hier aus. Also ich habe jetzt die Bauteile vom Revolver halt einfach hier übernommen auf sie. Sie hat halt dadurch nur 70% Crit Rate. Wäre vielleicht nicht verkehrt, ihr noch 15% mehr zu geben. Aber wir testen es jetzt einfach mal, um zu gucken, wie es läuft. Das sind jetzt die Bauteile vom ihm gewesen. Also die Schnelligkeit ist da. Wir haben jetzt ihr noch ein bisschen mehr HP gegeben, von 15.000 auf 17.000 circa. Und wir gehen rein. Wir müssen nur gleich gucken. Es gibt ja diese eine Funktion, die ist ja mittlerweile schon länger dabei. Wir machen sie dann auf den Aufschlitzer. Somit macht sie das immer auf den Aufschlitzer. Vielleicht in der ersten Runde nicht das Beste gewesen, aber ist völlig fein. Wir werden einfach gucken und schauen, wie das am Ende wird. Ja, das Team lief wohl nicht so gut, wie ich mir erhofft hatte. Liegt halt daran, dass halt Scharfschütze ein Freestyle-Unit ist und halt wenig HP hat. Dadurch halt auch schnell sterben kann. In dem Fall ist es halt jetzt natürlich blöd. Aber hey, dafür ist das andere Team umso besser. Also empfehle ich auf jeden Fall euch zu benutzen, wenn ihr den, ich glaube, gefühlt hat jeder den Ripper bis auf mich gehabt. Also von daher haut die Bauteile so, dass es funktioniert. Und dann seid ihr eigentlich ganz good to go, würde ich meinen. Also ich kann euch gerne nochmal, obwohl ihr könnt im Video zurückspulen, wenn ihr die Bauteile sehen wollt. Aber ja, damit habe ich persönlich jetzt auch endlich ein Team, das 10 Millionen schafft mit einem Key. Da bin ich super happy. Und dann werde ich jetzt auf jeden Fall weniger Keys benötigen für die Zukunft und kann dann auch mehr Loot abstauben. Cool. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß, es hat jetzt sehr lange gedauert, bis ein neues Video rauskam. Es ist momentan halt sehr viel los bei mir und auch streamtechnisch. Ich streame ja auch sehr viel gerade oder habe in letzter Zeit sehr viel gestreamt. Dadurch bleibt halt weniger Zeit für Content. Es ist ja auch gerade momentan nicht viel los in Element Vision. Ich kann solche Videos machen, aber ihr wisst, wie es ist. Also es ist momentan, die Aktivität im Spiel ist halt so schlecht. Also ja, deswegen. Aber falls es euch wirklich am Herzen liegt, dass ich Content weiterhin mache, dann supportet mich gerne mit einem Like, mit einem Abo. Damit tut ihr mir wirklich einen Gefallen. Dadurch werden die Videos gezeigt. Es werden neue Leute aufmerksam auf die Spiele. Vielleicht kriegen wir so einigermaßen wieder mehr Leute ins Game. Vor allem im deutschen Bereich, weil wir haben sehr wenige deutsche Spieler in dem Game. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.